Weiter geht's mit einem kleinen Nadelkissen für das Handgelenk. Dafür brauchst du Füllwatte, ein Stück Gummiband, das ist 1 cm kürzer als der Umfang deines Handgelenks, ein Stück Kunstleder für die Unterseite und ein Stoffrest, beides 8 x 8 cm. Das Gummiband wird auf der rechten Seite des Kunstleders festgeklammert und mit 0,5 cm Nahtzugabe festgenäht. Dann kommen die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander, festklammern und an der Unterseite eine Wendeöffnung von ca. 4 cm lassen. Das Ganze wird nun mit einer Nahtzugabe von 1 cm aufeinander genäht. Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Dann die Ecken abschneiden bis kurz vor die Naht und die Nahtzugabe an den Seiten auch etwas zurückschneiden. Das Kissen nun auf rechts wenden. Mit einem Hilfsmittel vorsichtig die Ecken ausformen. Und wenn das erledigt ist, das Kissen prall mit der Füllwatte stopfen. Wenn es voll genug ist, die Watte noch ein wenig nach hinten schieben, sodass man gut an die offene Stelle drankommt und dann von Hand zusammennähen. Ich hoffe natürlich, dass es dir genauso gut passt wie mir. Für mich ist die Länge des Gummibandes so ideal, also Handumfang, also Handgelenksumfang minus 1 cm. Es sitzt gut, verrutscht nicht und ist aber auch nicht zu stramm, sodass es einschnürt. So, und jetzt habe ich die Wendeöffnung schon geschlossen und kann mein kleines süßes Nadelkissen anziehen und direkt losnähen. Ich hoffe, diese kurze Anleitung hat dir gefallen und freue mich natürlich super, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann!